Hi, ich bin 38 Jahre alt oder 38,5. Ich möchte heute die 20 Lektionen aufzählen, die ich in meinen 30ern gelernt habe, aber ich wünschte, ich hätte sie schon mit 20 gewusst, denn es gibt Dinge, die sehe ich heute anders als wie vor 10 Jahren und hinterlasse mir sehr gerne mal deine Lektionen in den Kommentaren. Wenn du nicht Nein sagst, bedeutet dein Ja gar nichts. Eine Lektion, die ich gelernt habe, denn ich konnte nicht so gut Nein sagen. Ich habe nicht gerne Nein gesagt, denn ich wollte niemanden verletzen. Ich wollte niemanden wehtun und ich habe mich immer nicht gut dabei gefühlt. Ich habe öfter Ja gesagt, obwohl ich Nein meinte. Ich habe Dinge getan, obwohl ich sie gar nicht tun wollte. Was bedeutet mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Wo ist meine Identität? Wenn du nicht Nein sagen kannst, dann bist du im Prinzip ein Spiegelbild der Erwartungen der Menschen um dich herum. Wenn du nicht für dich einstehen kannst, wenn du nicht entscheiden kannst, wer du bist, dann tun es andere für dich. Und das ist nicht der richtige Weg. Also man muss definitiv lernen, Dinge abzulehnen. Ganz wichtig, wer Ja sagen kann, der muss aber auch Nein sagen. Deine Beziehungen zu anderen ist ein Spiegelbild deiner selbst und das ist Fakt. Wenn du dich nicht gut behandelst, wirst du automatisch Leute suchen und es tolerieren, dass die dich womöglich nicht gut behandeln. Wenn du dich mit Würde und Respekt behandelst, dann wirst du automatisch auch Leute suchen, die dich so behandeln oder die dich so sehen. Wenn du mit dir im Reinen bist, dann bist du automatisch auch mit der Welt im Reinen. Wenn du offen und neugierig bist, dann wirst du Menschen kennenlernen, die genauso sind. Wenn du rausgehst und dauernd sagst, ich kann nichts oder ich kann es nicht, es ist unmöglich, dann wird es für dich auch immer unmöglich bleiben. Ich will damit nicht sagen, dass alles möglich ist, aber wenn du nur negativ denkst, wird die Welt für dich auch negativ sein. Und die Frage ist doch am Ende, ist dein Glas halb voll oder halb leer? Reise viel. Das ist eine Erfahrung, die du gegen nichts eintauschen kannst und die ist so wertvoll, denn Reisen öffnet unseren Geist. Wir lernen neue Kulturen kennen, neue Lebensweisen. Wir leben oft in unserer eigenen Blase. Wir haben unsere Vorschriften, unsere Vorlieben, unser Leben. Aber wenn wir reisen, lernen wir neue Dinge kennen. Es ist toll, Bücher zu lesen oder die Welt in Filmen zu sehen, ja. Aber wir müssen manchmal auch Dinge erleben. Unser Gehirn muss Dinge erleben. Wir müssen Dinge sehen, damit wir auch wirklich daran glauben. Geld kommt und geht. Die Erfahrungen kannst du aber nicht kaufen. Du kannst auch nicht die Momente kaufen. Und die besten Geschichten entstehen nun mal aus Erfahrungen. Das Leben wird nicht einfacher, aber wir werden besser darin. Und das Leben verändert sich ständig. Wir verändern uns. Die Menschen um uns herum verändern sich. Und das ist auch völlig normal. Wenn wir verstehen, dass Veränderungen nicht unbedingt negativ sind, denn es ist okay, Erfahrungen hinterher zu jagen. Es ist mutig, auch mal Risiken einzugehen. Es ist wichtig, auch das Scheitern zu sehen. Es ist wichtig, dass wir weitermachen, weiterlernen, dass wir Veränderungen akzeptieren. Es ist ein Teil des menschlichen Zustands, dass wir uns verändern, dass wir andere Vorlieben haben, vielleicht auch andere Interessen und man muss Veränderungen annehmen, finde ich. Denn egal, ob du willst oder nicht, das Leben verändert sich, auch ohne dich. Mache deine Erfahrungen in der Partnersuche und setze deine Prioritäten. Du musst mit 20 noch keine Kinder bekommen. Musst du nicht. Ich weiß, dass man irgendwann auf die Suche geht, denn alle haben Kinder um dich herum oder deine Freunde bekommen Kinder, heiraten, deine Eltern machen auch schon Druck, weil sie es nicht anders kennen und du hast irgendwie noch nicht den richtigen Partner gefunden. Gehst dann auf Datingsuche und übersiehst so viel. Manchmal ist das dann doch nicht der richtige Partner, weil wir nicht die richtigen Fragen stellen. Manchmal hat man einen Partner, der vielleicht nicht die Kernbedürfnisse erfüllt. Es geht ja nicht nur um Romantik. Wähle klug und manchmal tut man das nicht, weil der Druck von außerhalb kommt, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt auch. Wenn du einen Partner suchst, der fürsorglich ist, dann gebe dich nicht mit weniger zufrieden. Wenn du einen Partner suchst, der dir zuhören soll, dann gebe dich nicht mit weniger zufrieden. Und auch wenn es bedeutet, du musst 30 Mal im Monat daten, mach es. Mach es, denn so lernen wir auch unsere Prioritäten kennen oder wir lernen kennen, was wir mögen, auf was wir verzichten können oder eben was uns nicht so wichtig ist. Aber das müssen wir eben auch tun, damit wir wissen, was wir wollen. Es gibt nicht mehr diese eine Karriere. Meine Eltern hatten einen Job bis zur Rente. Heute
ist die Welt so schnelllebig geworden, dass es völlig normal ist, dass die Karriere sich im Laufe des Lebens verändert. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht nur einen Traumjob hat, wenn man so viele Interessen hat. Das zeigt, wie facettenreich du bist. Und es geht schon lange nicht mehr darum, wer macht die perfekte Karriere und wie lange. Es geht einfach darum, dass man das tut, was man auch wirklich mag. Umgib dich mal mit Menschen, die anders sind als du. Es gibt so viele unterschiedliche Lebensweisen und manchmal gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt nur andere Ansichten, es gibt nur andere Hobbys. Es gibt Menschen, die jünger und auch älter sind. Wenn wir damit dann konfrontiert werden, bekommen wir einfach eine neue Perspektive. Und ich finde, es ist manchmal auch sehr interessant, auch wenn wir das vielleicht nicht verstehen oder nicht mögen. Aber das müssen wir nicht. Nicht jeder wird so sein wie du. Und du wirst auch nicht jeden mögen. Und das ist völlig in Ordnung. Manchmal sind wir damit beschäftigt, anderen Menschen zu gefallen. Wir wollen irgendwas beweisen. Wir müssen auffallen. Wir müssen Dinge tun, die wir vielleicht nicht tun wollen, damit der andere okay mit uns ist. Manchmal priorisieren wir Menschen, die gar nicht gut für uns sind. Und manchmal sollte man auch einfach damit aufhören und die Grenzen setzen. Wenn du nicht die gleiche Energie zurückbekommst, lass es. Wenn du 100% gibst, dein Gegenüber aber nur 50%, lass es. Geh aus deiner Komfortzone raus und du wirst neue Seiten an dir entdecken, die du sonst nicht kennengelernt hast. Denn manchmal hindert uns die Angst, Dinge zu machen. Ich habe immer gedacht, ich kann nie bei fremden Menschen leben. Das bin ich nicht. Das halte ich nicht aus. Aber ich bin irgendwann aus der Komfortzone gegangen. Ich habe irgendwann meine Angst ignoriert und mich getraut. Das war einer der besten Abenteuer. Und es hat mich so weitergebracht. Es hat einfach eine neue Seite an mir gezeigt. Ich hätte die Seite an mir nicht kennengelernt, wenn ich nicht ausgebrochen wäre. Also manche Seiten bleiben in der Komfortzone. Und du weißt gar nicht, ob es richtig oder gut oder ob es wirklich so ist. Manchmal muss man den Mut haben und sich trauen. Zu mir hat mal ein weiser Mann gesagt, vor dem Berg, den beide besteigen wollen, stehen ein kluger und ein dummer Mensch. Während der Kluge darüber nachdenkt, wie er auf den Gipfel kommt, ist der Dumme schon lange oben. Schluck deinen Stolz runter, denn manchmal sind wir zu stolz, um uns zu entschuldigen, aber das belastet jede Beziehung. Das macht jede Beziehung unnötig kaputt. Wenn man sich nicht entschuldigen kann, ist Stolz gar nichts. Wenn du dich entschuldigen musst, dann tu es. Nichts Sinnvolles im Leben ist einfach. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen Dinge auf den Silbertablett präsentiert bekommen und wenn wir es nicht bekommen, dann ist es eben so. Manchmal bekommen wir die Dinge nicht, weil wir uns nicht bemühen, weil wir nicht richtig kämpfen, weil wir die Dinge nicht schätzen. Wir bekommen nicht alles geschenkt. Manchmal müssen wir uns einfach bemühen. Und das darf man nicht vergessen. Es gibt kein Leben ohne Probleme. Sie werden nur ausgetauscht. Wenn das eine Problem verschwindet, hat man das nächste an der Backe. Das ist halt so. Und Probleme sind individuell, aber jeder hat Probleme. Der eine weiß vielleicht nicht, wie er von A nach B kommt. Der andere weiß nicht, was er morgen kochen soll. Oder das Auto ist kaputt gegangen. Auch das ist ein Problem. Die Probleme verschwinden nicht. Sie werden einfach nur aufgerüstet, habe ich manchmal das Gefühl. Also ein Leben ohne Probleme ist nicht möglich. Sei der Partner, den du haben möchtest. Wenn du einen vertrauenswürdigen Partner suchst, dann sei auch vertrauenswürdig. Wenn du einen loyalen Partner suchst, dann sei auch loyal. Oder wenn du einen optimistischen Partner suchst, dann sei auch optimistisch. Und wisst ihr, was verrückt ist? Manchmal suchen wir Eigenschaften, die wir selbst nicht bieten wollen. Würdest du mit dir ausgehen? Das ist eine Frage, die man sich wirklich mal stellen sollte. Wenn nicht, ist das dein verdammtes Problem. Mache keine unnötigen Schulden. Es ist nicht cool, bei Klarna 6.000 Euro Schulden zu haben. Vielleicht brauchst du irgendwann mal einen Kredit und dann bekommst du keinen Kredit mehr, weil du erstmal 100 Bestellungen abbezahlen musst. Das ist totaler Bullshit. Gebe immer weniger Geld aus, als wie du hast. Und wenn du das Geld nicht hast, dann spare. Es ist nicht schlimm, auf eine Jacke zu sparen, auch wenn es vielleicht 10 Monate sind. Aber wenn man nicht weiß, dass man das abbezahlen kann oder Jahre braucht, um das abzubezahlen, mach es nicht. Mach es nicht. Lerne alleine zu schwimmen. Manchmal schwimmt man all den Fischen hinterher. In eine Richtung, weil man denkt, es sei der richtige Weg. Aber manchmal wissen die Fische auch nicht, wohin sie schwimmen. Und das ist leider so. Nur weil die Mehrheit vielleicht die eine Richtung wählt, muss es nicht für dich die richtige Richtung sein. Nur weil die Mehrheit sagt, das ist so, muss es nicht für dich so sein. Das ist wichtig, dass du deinen eigenen Weg gehst, dass du auch Fehler machst, dass du deine eigenen Erfahrungen machst. Nur der Masse zu folgen ist nicht richtig. Manchmal ist es wichtig, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Das ist für dich wichtig, für dein weiteres Vorankommen und vor allem müssen wir auch uns selbst vertrauen. Wir müssen eigenständig werden und nicht immer das machen, was andere wollen. Du wirst viele Gelegenheiten
Gelegenheiten verpassen und das ist in Ordnung, denn wir sind manchmal so damit beschäftigt, Dinge nicht verpassen zu wollen. Wir wollen dabei sein, wir wollen alle wichtigen Dinge erleben. Die Tatsache ist aber, dass wir nicht alles erleben können. Wir können nicht alle guten Bücher lesen, wir können nicht alle Reisen machen, wir können nicht alle guten Filme schauen. Das können wir einfach nicht. Und wenn man damit besser umgeht oder versteht, dass es okay ist, dass man auch Gelegenheiten verpasst. Das Leben ist einfacher, wenn man weiß, dass man nicht alles erleben kann und dass man nicht alles erleben muss. Genieße dein Leben so, wie es ist. Bleib ruhig. Ruhe ist wichtiger, als du denkst. Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die nur noch am Arbeiten sind, die ihren Job hassen oder die vielleicht im Fitnessstudio einen halben Marathon absolvieren, die nur unterwegs sind, die irgendwie nur unter Stress sind und wofür? Menschen, die zu viel tun, verstehen nicht, dass in der Ruhe die Kraft liegt. Es ist auch wichtig, dass man Dinge langsam angehen lässt. Man muss nicht immer am Hasseln sein oder man muss nicht immer vorne dabei sein. Nein, du kannst keinen Marathon laufen, wenn du nicht fit genug bist. Du brauchst die Ruhe, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Von daher bleib ruhig. Ein guter Spaziergang ist einfach alles. Hast du Probleme, dann geh spazieren. Willst du die Natur sehen? Dann geh spazieren. Willst du abnehmen? Dann geh spazieren. Ich finde, man ist danach oft freier im Kopf, also wenn man zu Fuß spazieren geht natürlich, aber es wirkt Wunder. Ein guter Spaziergang an der frischen Luft wirkt wirklich, ist hilfreich in vielen Dingen. Sei empathisch. Manchmal urteilen wir über Menschen, die wir eigentlich gar nicht kennen. Wir können uns nicht in deren Lage versetzen und vielleicht wollen wir das auch gar nicht. Wenn du eine gewisse Empathie besitzt, verstehst du aber vielleicht, warum der Mensch so gehandelt hat, warum der Mensch so fühlt und in welcher Lage er sich befindet. Du kannst die Situation einfach viel besser einschätzen und das kannst du nur dann, wenn du wirklich genug Empathie besitzt. Kümmere dich um deinen Magen und Darm, denn das, was du heute konsumierst, wirst du in 10 Jahren sehen. Wir wollen alle jung bleiben, wir wollen alle irgendwie jung aussehen, aber keiner fängt bei einer gesunden Ernährung an. Es gibt zahlreiche Studien darüber, dass eine ungesunde Ernährung die Hautalterung beschleunigt. Also das Anti-Aging fängt definitiv bei der Ernährung an. Das bedeutet nicht, dass man immer nur gesund essen muss. Aber den Schaden, den wir in den 20ern anrichten, werden wir irgendwann sehen. Vielleicht ab Mitte 30, vielleicht ab Mitte 40. Natürlich spielen die Gene auch eine Rolle und der Alterungsprozess ist natürlich. Es gibt aber Dinge, die können wir ein bisschen beeinflussen und alles, was du tust, hängt von dir ab. Es ist deine Entscheidung. Es kommt keiner und nimmt dir die Entscheidung ab. Du musst deinen Weg gehen. Du musst diesen Weg wählen. Es kommt keiner und sagt, ob das der richtige oder der falsche Weg ist. Du machst deine Erfahrungen und du entscheidest, egal ob es gut oder schlecht ist. Das sind 20 Lektionen, die ich in meinen 30ern gelernt habe. Ich denke, mir würden auch noch ein paar mehr einfallen, aber hinterlasse mir gerne Feedback. Teile sehr gerne deine Lektionen mit mir. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und das war's. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.